Zwei findige Jungs. Ja, auf das Thema Balkonkraftwerke steigen ja alle drauf im Moment. Aber bei Plug-in-Festivals haben wir absolute Solarprofis. Denn das Thema Solar macht ihr schon so lange. Noch bevor überhaupt jemand auf die Idee kam, Balkonkraftwerke zu bauen. Das hier ist jetzt eine Lösung, um den optimalen Winkel für deutsche Verhältnisse zu erzielen. Das sind wie viel Grad? Wie heißt du? Wie viel Grad? Ich bin der Sebastian und das sind 30 bis 35 Grad, kann man hier bei der Flat-Variante einstellen. Man kann immer sagen, Breitengrad minus 20, dann hat man den optimalen Winkel. Wir sind auf dem 55. Breitengrad, minus 20, dann ist 35 Grad der optimale Einfallswinkel, den man haben sollte. Das ist so ungefähr die Ausrichtung, wenn ich jetzt nicht genau Süden bin. Wenn du nicht genau Süden bist. Ja. Ist das blöd, der Balkon? Ich stehe im Norden, das ist doof, oder? Norden ist richtig blöd, Süden, Südost, Südwest ist aber noch völlig okay. Dann hast du halt entweder in der Früh oder am Abend eine höhere Einspeisung. Aber Norden wäre blöd, würde ich nicht raten, aber Süden, Südost, Südwest ist auf jeden Fall möglich. So, wir machen mal einen kleinen Einführungslehrgang, wenn man das Ganze denn hat. Ja, man merkt, wir sind in Gröbenzell. Die 3er BMW-Fahrer gibt es auch hier. Was ziemlich cool ist, finde ich, dass ja ihr jetzt auch hier mal zeigt, das heißt, eure Halterung kann definitiv verschiedene Winkel. Ich habe ja nicht immer die Möglichkeit, auf 30 Grad zu gehen, gerade wenn zum Beispiel der Balkon jetzt nicht so lang ist. Wir haben hier 3 verschiedene Versionen aufgebaut. Das sind auch 3 Modelle, die es bei uns geben wird. Das erste, was du gefilmt hast, war jetzt die Flat-Variante, wo du gerade drauf hältst, ist für den Balkon gedacht. Das ist eine 15 Grad Neigung, weil man am Balkon halt meistens nicht so weit raus kann. Das ist dann ein bisschen blöd. Oder man macht 90 Grad, das wäre dann die Variante da hinten. Da könnte man es am Balkon halt dann direkt runterhängen lassen. So, die 90 Grad, sagst du, der Unterschied ist gar nicht so wild. Also das sind ungefähr 20-30% weniger, wenn nicht sogar gar nicht so viel. Also wirklich nur 5-10% hat man da vielleicht Einbußen, wenn man es auf 90 Grad hängt. Viele sagen halt, das ist ästhetischer, wenn es nur nach unten hängt. Wenn es dann ein bisschen in die Effizienz gehen soll, dann hat man ein bisschen höheren Winkel, nochmal mit 15%. Das ist ja witzig hier. Glaströsch ist euer Nachbar. Das ist unser Nachbar. Das wird aber nicht die Halterung. Nee, das wird nicht die Halterung, sondern tatsächlich nur die Aufhängung, die wir oben hingemacht haben. Also man sieht da oben die Haken, die kommen dann letztendlich an den Balkon hin. Ach so, der wird eingehangen. Genau, der wird einfach oben eingehangen. Hier unten wird dann nochmal befestigt. Also es soll halt Wind und Wetter auch gegen Wind und Wetter Schutz haben. Dann wird das hier nochmal mit Klemmen befestigt an dem Balkon. Es soll jetzt nur symbolisch sein. Wie gesagt, oben einhängen, hier oben wird es nochmal mit einer Schraube befestigt und hier unten noch mit Gegenklemmen und dann ist es am Balkon sicher. So, jetzt ist das ja eine Geschichte, gibt es ja mittlerweile in jedem Supermarkt. Bei Aldi habe ich gesehen, bei Lidl und so weiter. Was unterscheidet denn eure Solarpanels? Warum soll ich die nicht bei Lidl kaufen? Sind die teurer? Tatsächlich ja, sind sogar ein Stück teurer. Ich glaube 50 € teurer, habe ich mal nachgeschaut. Aber bei uns ist halt einfach die Auslegung noch besser. Ich habe es auch bei Lidl Aldi gesehen, die haben dann 300 Watt Solarpaneele genommen zu einem 300 Watt Wechselrichter, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Wir haben es perfekt ausgelegt. Wir haben 375 Watt Peak-Paneele genommen mit einem 300 Watt Wechselrichter oder dann 2 Systeme. Wäre dann die doppelte Anzahl mit 750 Watt Peak auf einen 600 Watt Wechselrichter. Das sind so viele Zahlen. Ja, das sind so viele Zahlen. Aber ich kann es vielleicht ganz kurz mal erklären. Watt Peak, man nimmt, wenn man jetzt zum Beispiel 375 Watt Peak hat, ein Panel. Ist das ein Panel? Ungefähr die Größe? Was hat das? Das ist 1,70 mal 104 cm, also 170 mal Meter grob. Also rund 1,7 Quadratmeter. Genau, richtig. Über 2 Quadratmeter darf man auch gar nicht, aus baurechtlichen Gründen darf man sich gar nicht auf dem Balkon klemmen aktuell. Windlast oder? Windlast. So, egal. Ist halt einfach so. In Bayern. Genau. Nee, es ist in ganz Deutschland sogar so. Ja, in ganz Deutschland. Genau, nee, aber kurz zu Watt Peak. Erklärt 375 Watt Peak. Der Wert, der wird unter Laborbedingungen hergestellt, um die Paneele einfach vergleichen zu können. Aber unter normalen Bedingungen, gerade in Deutschland, ist es einfach nicht erreichbar, diese 375 Watt Peak. Man sagt immer, ungefähr 80% kann man davon tatsächlich erreichen. 375, 80% davon sind 300 Watt. Und 300 Watt sind dann eben perfekt für den Wechselrichter, auf den kommen wir dann gleich nochmal zu, um einzuspeisen. So, das heißt also, ich habe die Panels jetzt hier aufgebaut, 3 Stück, in 3 verschiedenen Winkeln. Wie viel darf ich denn anschließen in Deutschland? Maximal 600 Watt, also 2 Paneele, das wäre dann ein System, um 600 Watt maximal einzuspeisen. Wenn ich jetzt 2 Balkone habe, darf ich denn 1,2 kW machen? Wenn es 2 unterschiedliche Wohnungen sind, ja. Okay, also 2 Zimmer geht nicht? Na, 2 Zimmer geht nicht. Ah. In Wahrheit machen die Leute mehr. Also ich habe schon gehört, also dass die mehr anschließen, kann keiner prüfen. Es gab ja früher so einen genormten Stecker, den irgendwie so ein WLAN-Stecker. Ist der noch Pflicht?
Der ist jetzt offiziell noch Pflicht. Die VDE hat aber schon empfohlen, dass man mit dem Schuko-Stecker, mit den normalen Einspeisen, dass das auch okay ist. Da geht es einfach um die Berührungssicherheit. Den normalen Stecker könnte man, wenn man ihn zieht und direkt hinlangt, könnte man einen Schlag bekommen, was aber eigentlich völliger Schwachsinn ist. Das heißt, der schaltet direkt ab? Der schaltet direkt ab. Also da ist ein Schutz drin in den Wechselrichtern, dass 0,2 Sekunden, nachdem du absteckst, schaltet er ab. Du müsstest so schnell sein, das geht gar nicht. Das geht nicht, genau. Die meisten Leute speisen aber auch über Schuko ein. Also dieser WLAN-Stecker ist normgerecht, gesetzeskonform sind aber beide Stecker. Also die meisten Leute speisen über Da wurde ja unglaublich viel Angst gemacht. Ich glaube, die VDE hat sich dann darum bemüht, den WLAN-Stecker als Standard zu machen. Dann hätte nämlich jedes Mal ein Elektroinstallateur kommen müssen. Aber wir reden ja hier über Strom, über 100 Volt, über 50 Volt sogar als Wechselstrom kann tödlich werden. So ab 100 Volt wird es richtig spannend. Ab 200 Volt kann es tödlich werden. Sind die sicher, eure Dinger? Weil es hat hier ein bisschen geregnet. Ich zeige das mal, die Teile sind nass geworden. Hier kommt grundsätzlich aus den Solarpanels erstmal Gleichspannung raus. Genau. Also die Sonnenenergie kommt auf die Solarpaneele und die Solarpaneele wandeln dann die Sonnenenergie eben in Gleichstrom um, Gleichspannung. Und der Wechselrichter hier, das ist der Mikrowechselrichter, der dann letztendlich den Strom einspeist. Der wechselt diese Gleichspannung dann in Wechselspannung. Kommt dann hier Wechselspannung raus. So, der Steckdose geht, ja. Der ist gerade ein bisschen feucht geworden, ist das schlimm? Nee, das ist nicht schlimm. Die sind IP68 geschützt. Das heißt, man könnte das Ding in Wasser tauchen. Im Wasser tauchen? Tauchen, ja. Hast du schon mal gemacht? Ich habe ein Video schon gesehen davon, also das kann man tatsächlich machen. Und genau, hier ist noch ein offener Pol, hier könnte man auch noch die Wechselrichter koppeln. Da ist eine Endkappe drauf, also das ist dann auch... Koppeln, was heißt das? Man könnte 2 Wechselrichter aneinander schließen zu einem gesamten System. Das ist mein ganzes Balkonkraftwerk, das war's und dann kann ich Strom sparen. Das war's. Solarpanel, Halterung, Wechselrichter, Stecker einstecken, Strom sparen. So, jetzt schiebe ich da den Strom rein, was habe ich denn davon? Mit einem Panel sagt man so grob, wenn man es einigermaßen ausrichtet, 70 € pro Jahr. Jetzt aber nochmal, ich stecke die rein und dann geht das ja erstmal zum Stromversorger. Oder wie spare ich da Strom? Oder zählt mein Zähler weniger? Kommt auf den Zähler drauf an. Man muss den Zähler tauschen lassen, wenn man keine Rücklaufsperre verbaut hat. Aber grundsätzlich sparst du Strom. Könnt ihr mal schauen, was wir jetzt aktuell... Also nochmal, ich zeige das mal. Also hier gehen jetzt diese 3 rein, richtig? Nee, 2. 2 gehen rein. Also das da jetzt, im Moment scheint ja auch keine Sonne. Das heißt ungefähr die Leistung, was würden die haben, 10%? Ja, genau. Ich würde jetzt sagen, dass so 50 bis 100 Watt vielleicht noch reingehen. Also 50 bis 100 Watt, die würden wir aber sehen. So, schauen wir gleich. So, das Teil geht noch. So, die beiden werden hier eingespeist. Die Stecker sind wasserdicht. Dann geht hier ein Kabel, ich zeige euch das mal, dass hier auch nichts gefaked wird. Das geht hier rum, geht hier zwischendurch, läuft durch euren Showroom, geht dann in die Steckdose rein und 105 Watt gehen gerade rein. So, und diese 105 Watt senken das Potenzial quasi, was aus dem Stromnetz rausgenommen wird. Genau, also 105 Watt, die sparen wir uns noch nicht ein, sondern wir sparen uns erst, wenn wir währenddessen andere Geräte betreiben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel oben im Stromkreis einen Kühlschrank laufen lassen oder wie hier zum Beispiel das Licht, was bei uns an ist, jetzt würde schon gespart. Diese 100 Watt werden auf jeden Fall zu 100% jetzt schon gespart. Aber wenn ich einen alten Zähler habe, der würde rückwärts laufen, oder? Der würde rückwärts laufen, ja. Das darf man nicht. Offiziell nicht, nein. Guck mal, wie du grinst, ich finde das geil. Ja, aber es werden immer weniger. Also ganz viele praktisch elektronische Zähler, merken die das? Kann der Stromversorger das merken, dass ich sowas anschließe? Nein, außer man hat einen 2-Richtungszähler, dann würde man es sehen. Also bei den neuen Zählern merkt man es. Da merken die das. Aber erst dann, wenn ich mehr einspeise, als ich verbrauche. Dann ansonsten fließt der Strom ja nicht rückwärts. Genau. Okay, verstehe. Ja. So, das heißt, wenn du da jetzt mal rausziehst, zieh mal raus bitte. So, und halt jetzt mal gerade beide Pole an die Zunge. Da würde nichts passieren. Nee, vielleicht mal zunächst an die Hand, mach mal. So, und jetzt mal an die Zunge, mach mal. Nee, danke. Aber ist es so, dass das mit der Hand, der Zungentest wollte er nicht machen, aber das Ding, wenn du gerade noch mal an die Hand fährst, ja, da passiert nichts. Das heißt, das Teil merkt, dass keine Steuerspannung aus dem Netz kommt. Genau. Der muss das ja auch noch synchronisieren. Das heißt, der muss die Wellen und Täler aus dem Wechselstrom ja noch synchronisieren. Ansonsten wird es ja Batsch machen, oder? Genau, ja. Aber der hat einen NA-Schutz, heißt der, Netz- und Anlagenschutz drin, der eben nach 0,2 Sekunden abschaltet. Zunge? Nee. Warte mal, ich guck mal gerade. Also das heißt, jetzt im Moment gehen 0 rein und jetzt nochmal reinstecken.
Ist das so ein normaler Verbrauchszähler und der kann aber nicht rückwärts zählen, oder? Nee. Das ist ein normales Energiemessgerät, das kriegt man für 10 Euro. Das kann man sich dann dazwischen reinschalten, um einfach zu checken, wie viel geht tatsächlich rein. Das dauert jetzt so um die 10 bis 20 Sekunden, bis der Wechselrichter das Netz erkannt hat und dann soll es auch schon losgehen. So, wir haben alle Zeit der Welt. Ist ja nicht bei der ARD hier. So. Ja, tolles Werbevideo, was wir machen. Ich habe wieder viel gelernt. Das heißt, alles, was ich brauche, ist dieses Teil, dieses Stromkabel. Also manchmal brauchen die auch etwas länger. Ja. Es kann bis 1 bis 2 Minuten dauern. Weißt du was? Wir sind nur zu zweit hier. Habt ihr keinen Mitarbeiter noch hier rum, oder? Es ist tatsächlich noch ein Werkstatt oben, aber der hört uns, glaube ich. Der hört uns nicht. So, das heißt, da geht jetzt keiner ran. Dann zeigen wir mal gerade ganz kurz, das ist eure Firma, Plug-in Festivals. Ihr seid groß geworden durch unter anderem Kühlboxen. Das heißt, ihr seid Fertiger und Inverkehrbringer von Kühlboxen, die ihr selber herstellt und selber produzieren lasst. Richtig, genau. Also ursprünglich mal auf Festivals vermietet hauptsächlich die Kühlboxen und mittlerweile eine der bestverkauftesten Kühlboxen in Deutschland. In die Tausenden. Ihr seid einer der Marktführer in Deutschland für Kühlboxen. Dann habt ihr irgendwann mal gesagt, wenn wir Kühlboxen haben, dann brauchen wir auch Solar, weil wir haben hier so kleine Stromspeicher. Diese Teile hier habt ihr zu Tausenden auf Festivals vermietet. Zu einer Zeit, da kam noch kein Mensch auf diese kleinen Solarspeicher. Ihr habt die mit erfunden fast, oder? So ist es. Also vor 2018, als wir angefangen haben, da gab es noch kaum Hersteller. Da gab es die auch noch nicht wirklich zu kaufen, auch noch nicht wirklich von deutschen Shops. Und in den letzten 3 Jahren hat es so geboomt. Aber wir haben die am Anfang vermietet und haben das Potenzial gesehen. Und ja, jetzt ist Verkauf und Vermietung. Verkauf und Vermietung. So, und dann habt ihr gesagt, wir produzieren faltbare Solarpanels, auch ein großes Thema. Dann habt ihr große faltbare Solar, haben wir eigene Videos darüber gemacht, bis zu 1 Kilowatt, 1,5 Kilowatt kann man da rausholen, wenn man 3 Stück parallel schaltet. Da kann man schon fast einen Haushalt mit betreiben, oder? Ja, so wenn man ungefähr. Sparsam ist. Wenn man sparsam ist, eine Person kriegt es hin. Die Paneele, ja, 480 Watt Peak, fast 500 Watt Peak, also ein halbes Kilowatt als mobiles Faltpanel. Das ist auch so einzigartig in Deutschland und ja, bei uns im Shop erhältlich. So, jetzt ist das hier ein Balkonkraftwerk. Das heißt, das ist jetzt nicht dazu gedacht, komm, wir gucken mal drauf, ob schon was reinkommt. Ja, 78 Watt, also du hast nicht gelogen. Zurzeit ist aber auch wirklich schlechtes Wetter. Aber überleg mal, das sind jetzt schon 5, 6 Glühbirnen, LED. Die Lampen nutzen jetzt direkt den Strom. Der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Also der Strom wird jetzt hier eingespeist und geht direkt in die Verbraucher, in die Lampen. Und wir sparen jetzt aktiv Geld. So, wenn jetzt der große Stromausfall kommt, dann kann mir das Gerät ja nicht weiterhelfen. Das heißt also, das würde ja nur funktionieren, wenn die Steuerspannung aus dem Netz vorhanden ist, die das Ganze synchronisiert. Aber du kannst diese Solarpanels auch direkt an einen Zwischenspeicher anschließen, dann bist du komplett autark. Genau, richtig. Also man kann sich dann eben noch eine EcoFlow holen und wenn das Netz dann tatsächlich flach liegt, dann kann man die EcoFlow nutzen, um die Geräte zu betreiben. So, jetzt werden viele sagen, oh, der Strom wird jetzt wieder billiger, jetzt lohnt sich das gar nicht mehr und so weiter. Was ist der Preis für so ein Panel? Für ein System zahlt man 500 Euro, in der Regel um die 500 Euro bei uns, und für 2 Panels mit System zahlt man 920 Euro. So, was kommt da raus, Peak, außer nochmal? Bei einem Panel 375, bei 2 750. 750 Watt, also genau. Das bedeutet in Cent, was zahlt im Moment Kilowatt? 0,39 Euro zahlt man. 40 Cent? Ja. So, das heißt, ich kann also bei 1,5 Stunden, wenn die Sonne scheint, 40 Cent sparen und ich muss nichts tun. Da ist kein Lüfter, nichts. Ja. Darf man die aufhängen in Deutschland? Ja, genau. Man muss nur, wenn man jetzt Mieter ist, muss man den Vermieter fragen oder eben die Eigentumsgesellschaft, ob man das aufhängen darf. Und sobald das okay da ist, kann man das aufhängen. Und dann muss man das Ganze nur noch im Marktstammdatenregister anmelden, das Balkonkraftwerk. Im was? Marktstammdatenregister, dauert ungefähr 10 Minuten und dann hat man das Balkonkraftwerk registriert. Ich glaube, da würden Sie sich jetzt in Afrika würden sich totlachen über ein Zentralregister, denn hier in den Ländern ist ja Solar wirklich voll im Trend. Da hat jede Hütte sowas, hat Stromspeicher und so weiter. Jetzt kommt es auch nach Deutschland. Das Sparpotenzial pro Panel, was hast du nochmal gesagt im Jahr? 70 Euro pro Jahr. Kommt natürlich immer auf die Ausrichtung, ob man jetzt komplett Süd ist, Südwest, Südost. Aber so in der Regel, wenn man es jetzt mittel ausgerichtet hat, so Südwest, dann kann man sich 70 Euro pro Jahr sparen. Das heißt, so ein 500 Watt Panel ist so in 7 Jahren amortisiert. Nach 7 Jahren machst du also plus.
Aber es gibt momentan 2023 ja noch die 0% Mehrwertsteuerförderung auf solche Balkonkraftwerke für zu Hause. Und es wird sogar lokal noch gefördert. Wir haben es zum Beispiel hier in München, bekommt man 40 Cent pro Watt. Das wäre sogar pro Anlage nochmal 150 €, was aktuell gefördert wird. Das heißt, wenn man abzüglich diesen ganzen Förderungen, ist man sogar in 5 Jahren schon amortisiert. Das gilt aber nur für München. Nee, also das gibt es für jedes Bundesland, für jede Stadt gibt es verschiedene Förderungen. Für München ist jetzt nur ein Beispiel mit 150 €. Es gibt teilweise sogar bis 400 € Förderungen. Pro Panel? Pro Panel. Echt? Ja. Nochmal, das kostet wie viel? Ein System 500 €, 2 Panels. Das kriegt ihr fast umsonst. Ja. Das weiß aber kein Mensch, oder? Bis jetzt noch nicht. Tatsächlich 2023 gibt es viele Förderungen. Eben die 0% Mehrwertsteuer und hier in München 150 € pro System. So ist man bei 300 € pro Anlage. Also 300 € pro Anlage. Hier dieses Bauteil, was den Strom praktisch wechselrichtet und einspeist. Preis von dem? Da musst du einen anderen Sebastian fragen. Was? Die Frage war? Preis von dem Wechselrichter. Nur der Wechselrichter, der ist bei 250 €. Ist der im Preis mit drin beim Panel? Der ist im Preis mit drin, genau. Das ist ein komplettes System mit Halterung, Panel, Wechselrichter, 5. Ach, die Halterung ist auch schon dabei? Ja. Okay, verstehe. Also all das ist auf der Webseite. Die Leute haben viele Fragen. Was haben wir noch nicht so beantwortet? Was fragen viele Leute? Ja, hauptsächlich geht es eigentlich auch um dieses Thema Schuko WLAN-Stecker, da haben wir drüber gesprochen. Es geht um die ganzen neuen VDE-Regeln, die jetzt 2023 rausgekommen sind. Thema 600 Watt, 800 Watt einspeisen. Darf ich das? Ja, so ungefähr, genau. Darf ich das? Wann macht Sinn vor allem auch? Das ist auch immer die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Kann man überhaupt 800 Watt produzieren? Deswegen, viele wollen jetzt einfach auch von 600 auf 800 Watt hoch skalieren, aber sie können auf ihrem Balkon gar nicht mehr Leistung produzieren. Also von dem her ist da immer die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und da auch wirklich gerne uns anrufen. Das ist so ein Thema, wo so viele Fragen aufkommen und auch hier vorbeikommen. Wir können alle Balkonkraftwerke rausstellen, ausprobieren, in Stecker reinstecken, Fragen beantworten. Vorbeikommen und testen. Und mitnehmen geht auch, wenn ich vorher anrufe? Mitnehmen geht auch, genau, vorher anrufen, dann haben wir welche hier. Gerne mitnehmen, man braucht natürlich ein großes Auto, das sind nicht die kleinsten Panels, aber einfach vorbeikommen, beraten lassen, schauen, testen, schauen, ob es gut ausschaut für den Balkon und dann findet man da recht gute Lösungen. So, liebe Leute, sag mal die Postleitzahl hier von dem Ort. 82194 Gröbenzell. 82194 in der Nähe von München. Richtig. Alle aus Südwestdeutschland, ja. Fahrt hierher, ja, fahrt zu euch, denn ihr seid ein cooler Laden. Wir arbeiten ja schon seit Jahren zusammen. Ihr habt mich gerufen, ich bin gekommen. Ich finde eure Balkonkraftwerke richtig geil. Also die machen auch einen soliden Eindruck. Das ist wahrscheinlich Edelstahl verzinkt. Ja, richtig, genau. Nee, Alu. Also du meinst die Halterung oder die Rahmen? Nee, die Rahmen sind Alu, oder? Ja. Okay. Und die Halterung? Die sind Edelstahl. Nee, ist echt Edelstahl. Soweit ich weiß. Echt? Ist Edelstahl oder Alu? Ich würde Alu sagen. Alu ist es, ja. Das ist so. Wir stimmen noch ab. Ja. Steht auf jeden Fall auf der Webseite drauf. Jetzt habe ich dich aber einmal bekommen, ja. Das ist tatsächlich so, man hat es ja auch jetzt gerade gemerkt, er hat das Thema Balkonkraftwerke bei uns etwas mehr auf dem Schirm. Ich bin da bei den Kühlboxen etwas mehr zu Hause, deswegen hat er auch ein bisschen mehr gesprochen. Vielleicht sage ich lieber nichts mehr. Nee, Quatsch, ist gut. Ja, passt so. Das ist übrigens, da werden wir gleich noch ein Video zu machen, eine ganz besondere Geschichte. Das ist eine Verbindung aus einem Benzingenerator, rechte Seite, intelligent. Der kann direkt 230 Volt liefern. Er kann aber auch eine Powerstation aufladen und der funktioniert sogar mit Gas und mit Benzin von EcoFlow. Das Ganze sogar App gesteuert, sodass ich im Falle eines Stromausfalls oder wenn ich eine Hütte habe oder Camper oder egal was, kann ich mir meinen eigenen Strom selber machen. Das Ganze sogar lautlos mit Solar, mit bis zu einer Leistung von 6 Kilowatt, die herauskommen kurzzeitig und 3 Kilowatt dauerhaft. Was hat so ein Föhn normalerweise? 2000 Watt hat ein Föhn. Also 2 Kilowatt. 2 kW, genau. So, da sind wir. Also, Fahrt nach Gröbenzell, Postleitzahl? 82194. 82194, unweit von München. Öffnungszeiten montags bis freitags von? Richtig, 9 bis 17 Uhr. Wir werden auch noch was auf der Homepage kommunizieren. Der Showroom ist jetzt eröffnet und man kann dann jederzeit vorbeikommen zu den Öffnungszeiten. So, müssen wir noch ein Bier trinken drauf. So, vielen Dank fürs Einschalten. Ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Danke fürs Einschalten. Plug-in-Festivals, der Spezialist für, warte mal, ob ich das noch alles auf die Kette kriege. Ja, für Kühlboxen, faltbare Solarpanels, für Powerstations jeglicher Form von EcoFlow. Ihr habt das ganze EcoFlow-Programm. Ja. Für die ganz neue Dual-Kühlbox, mit der man sogar Fleisch bis minus 20 Grad gefrieren kann. So, das ist interessant. Und neuerdings für
bei Kong-Kraftwerke, das heißt, du hast dir jetzt den Ferrari schon bestellt. Nein, leider noch nicht. Harter Markt, oder eigentlich schon? Ja. Jeder will's, ihr könnt's. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Plug-in Festivals. Alles kriegt ihr auf der Webseite. Tschüss.